Hallo und herzlich willkommen zum Thema Dropshipping-Lager in Xentral. In diesem Video erklären wir, wofür Dropshipping-Lager genutzt werden kann und welche Konfigurationsmöglichkeiten und Funktionen dazu gibt. Starten wir gleich in die Software und navigieren zum entsprechenden Modul Dropshipping-Lager. Wofür ist es eigentlich? Dropshipping-Lager ist dann hilfreich, wenn man die Ware von mehreren Lagerstandorten verschicken will. Dabei ist es möglich, die Regeln zum Splitten der Aufträge festlegen und die Teilaufträge in Teillieferungen überzuführen. Dann kann man sich entscheiden, es gibt Möglichkeiten zu der Erstellung der Gesamtrechnung oder der Teilrechnungen über die Teilaufträge. Und das Projekt beziehungsweise auch das bevorzugte Lager kann im Auftrag nach bestimmten Regeln befüllt werden. Was dabei nicht möglich ist, aber auch nicht vorgesehen, wenn man im Modul die Lieferantenbestellungen auslösen mag. Das Modul ist dafür nicht gedacht und nicht passend. Dafür haben wir Dropshipping-Lieferanten-Modul. Ebenso ist das Verschicken der Lieferscheine zwischen den unterschiedlichen Lagerstandorten nicht vorgesehen. Wie wird das überhaupt genutzt? Da sehen wir, sind wir in dem richtigen Modul. Ähm, Sprechen wir kurz über die Einrichtung. Mit dem Button Neu kann man die Lagerstandorte definieren, die dann fürs Dropshipping-Lager relevant sind. Kurz vorab, die Lagerverwaltung bzw. die Lagerstruktur in Xentral muss bereits angelegt sein, damit man hier das entsprechende Lager aussuchen kann. Man kann auch Projektfilter festlegen, das heißt, nur die Aufträge aus diesem bestimmten Projekt werden dann überhaupt erstmal berücksichtigt in dem Dropshipping-Lagermodul. Man kann auch das Zielprojekt festlegen, das heißt, die Teilaufträge in dem Dropshipping-Lager, die werden auf das entsprechende Zielprojekt gesetzt. Ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man für verschiedene Lagerstandorte auch die unterschiedlichen Logistikverfahren nutzt und somit kann man das regeln, also über die Projekteinstellungen gleich die richtigen Logistikeinstellungen vornehmen. Sollte man mehreren hier Einträge haben, dann kann man auch gleich die Prio festlegen und dann auch individuell entscheiden, wie soll sich der Auftrag beim Aufsplitten verhalten, was passiert mit den Stücklisten und mit den Positionen. Nachdem die Einstellungen gesetzt sind, aktiviert man erstmal und geht zu dem Reiter Einstellungen. Da sind nochmal zwei spezifischen Sachen für dieses Modul. Zum einen ist die Option Autoversand. Das bedeutet, wenn der Haken hier bei dem Autoversand gesetzt ist, dass der Autoversand automatisch im Anschluss an das Aufsplitten von dem ursprünglichen Auftrag ausgeführt wird. Ansonsten wird das über den regulären Prozessstarter angestoßen oder ausgeführt und das ist auch empfohlen. Und die zweite Option, die bezieht sich auf die Rechnungsstellung. Hier ist es so, wenn der Haken gesetzt ist, dann wird eine Gesamtrechnung über die alle Teilaufträge erstellt. Und wenn der Haken nicht gesetzt ist, dann werden die einzelnen Rechnungen im Versandprozess erzeugt. Und die zweite Option, also mit Einzelrechnungen, die ist auch aus steuerrechtlichen Gründen empfohlen, da man ansonsten sicher gewährleisten soll, dass zu dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung auch tatsächlich Versand von allen Teillieferungen erfolgen soll. Genau, das ist erstmal so viel dazu, zu dem Punkt Einrichtung von dem Modul. Wir können gleich uns ein Beispiel anschauen und einen Auftrag anlegen. Für den Kunden. Da merken wir uns gleich mal vorab, das Projekt von dem ursprünglichen Auftrag wäre Shopify.
Und, das ist natürlich unabhängig davon, wie der Auftrag im System angelegt und oder importiert wird. Dropshipping-Lager sollte ja für die entsprechenden, Aufträge auch zuständig sein und greifen. Dann machen wir uns mal 2 Positionen rein und die zweite Position, das Kopfkissen, das ist bei mir auf dem, anderen Lager. Genau, nach der Freigabe beziehungsweise nach dem Import, wie auch immer, wie das dann passiert, kommt hier oben die Meldung. Man kann das ganz gut erkennen, dass der Auftrag von, verschiedenen Lagern bedient werden kann. Und, man kann entweder manuell Dropshipping-Auftrag anlegen über dies Button oder alternativ, man kann, das automatisch, laufen lassen, indem man, hier in dem Modul Dropshipping Lager war ja auch die Meldung zu sehen, dass der Prozessstarter Dropshipping Lager aktuell nicht aktiv ist. Sobald man das aktiviert und, beziehungsweise auch einrichtet, den Prozessstarter, dann können diese Teilaufträge oder das Aufsplitten automatisch, nach dem, Prozessstarter laufen. Ich habe es nicht, ich kann das manuell anlegen. Und dann sieht man, das wäre mein ursprünglicher Auftrag. In der Vorschau, sieht man, dass da nur die erste Position, geblieben ist und, das Projekt ist, nach wie vor, das Gleiche. Und dieses Teilauftrag, was, über Dropshipping laufen soll, enthält eine Position aus meinem anderen Lager, was ich als Dropshipping-Lager, festgelegt habe. Und, das Projekt hat sich angepasst, hat sich geändert, so dass man diesen Auftrag gegebenenfalls über den anderen, oder Logistikprozess, führen kann. Genau, das war's schon zum Thema Dropshipping-Lager. Vielen Dank fürs Zuschauen.